und willkommen in meiner Küche. In meinem heutigen Video möchte ich euch schon mal auf die Erdbeerzeit einstimmen und euch ein Rezept für eine wunderbare Erdbeertorte zeigen. Der Teig wird ohne Mehl gebacken und die Füllung besteht aus Skyr, ist also arm an Fett, reich an Protein und das Tüpfelchen auf dem i sind natürlich die Erdbeeren. Und keine Bange, die Torte sieht komplizierter aus, als sie in Wirklichkeit ist. Ich fange mit dem Backen des Teigbodens an. Den Ofen habe ich schon mal auf 160 Grad vorgeheizt. Der Boden einer Springform wird mit Backpapier ausgelegt und eingefettet. Der Rand der Form darf nicht eingefettet werden. Dann ummantle ich den Rand mit einem Baumwollband sowie einem gefalteten Geschirrtuch, das ich mit einer Dokumentenklammer befestige. Diese Gewebeschichten verhindern, dass der Rand des Teiges schneller aufheizt als die Teigmitte und in der Folge dann zu hoch und zu trocken wird. Die Eier werden getrennt und in Schüsseln gegeben. Die weiteren Zutaten werden abgewogen und bereitgestellt. Das Eiweiß wird zuerst schaumig geschlagen. Ich streue die Hälfte des Zuckers ein und schlage noch ein paar Minuten weiter. Danach werden die Eigelbe aufgeschlagen. Zuvor gebe ich noch 20 ml Wasser hinzu, sowie den restlichen Zucker. Dann wird die Masse geschlagen, bis sie weißlich cremig ist und über den Eischnee gegeben. Ich fange immer mit dem Schlagen des Eiweißes an, denn das erspart mir den Aufwand, die Quirle des Mixers reinigen zu müssen, denn Eischnee wird nicht fest, wenn sich auch nur Spuren von Eigelb darin befinden. Für das Umfüllen lege ich mir immer einen Teigschaber bereit. Das Mandelmehl, das ich hier gerade dazugebe, braucht übrigens nicht gesiebt zu werden. Die 3 Komponenten werden nun vorsichtig miteinander vermengt. Ich nehme dazu den Mixer, weil es schneller geht. Man darf nur nicht zu lange rühren, denn sonst wird das Eischneegerüst zerstört. Deswegen zeige ich diesen Arbeitsgang hier auch ungekürzt. Es geht relativ schnell. Erst ganz zum Schluss nehme ich den Teigschaber und rühre eventuelle Eischneeflocken vom Schüsselrand und Boden unter. Der fertige Teig wird in die vorbereitete Springform umgefüllt. Er wird nun noch gleichmäßig verteilt, indem ich den Teigschaber senkrecht halte und hin und her schiebe. Anschließend habe ich die Springform noch hin und her gerüttelt. Jetzt wird der Boden gebacken, 25 Minuten bei 160 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Die Zeit kann ofenbedingt variieren. Während des Backens kann die Füllung vorbereitet werden. Als erstes wiege ich die Gelatine ab und lasse sie in etwas Wasser einweichen. Und das sind die Hauptdarsteller meines heutigen Videos. Erdbeeren, liebevoll herangezogen und sorgfältig verpackt zu uns nach Deutschland transportiert. Sie werden gewaschen und trocken getupft. Dazu habe ich ein altes, sauberes Frottee-Handtuch ausgebreitet. Für die Zubereitung der weiteren Füllung gebe ich ein Eiweiß in eine saubere Schüssel und schlage es zusammen mit dem Zucker zu Eischnee. Die Gelatine ist inzwischen aufgeweicht und ganz fest geworden. Ich gebe ungefähr einen Esslöffel Limettensaft dazu und erwärme sie knappe 20 Sekunden in der Mikrowelle. Wer keine hat, stellt das Schüsselchen in heißes Wasser. Hier könnt ihr sehen, wie sie sich aufgelöst hat. Es sollten keine Körner mehr zu sehen sein können. In eine weitere Schüssel habe ich 200 Gramm Skyr gegeben, sowie jetzt die restlichen 2 Esslöffel Limettensaft. Beides wird vermischt. Nun gebe ich etwas Skyr in das Schüsselchen zu der Gelatine und rühre den Skyr sorgfältig unter. Würde ich die Gelatine gleich direkt zum Skyr geben, könnte es passieren, dass sie aufgrund des Wärmeunterschiedes sofort geliert, ohne sich im Skyr zu verteilen. Dann beißt man auf Gelatinefetzen und der Skyr kann nicht fest werden. Hier gieße ich die Gelatinemischung zurück zum Skyr und vermische alles sorgfältigst mit dem Mixer. Jetzt muss nur noch der Eischnee unter den Skyr gerührt werden. Dazu gebe ich zunächst die Hälfte davon auf den Skyr und arbeite ihn mit dem Mixer ein und anschließend die zweite Hälfte. Wenn ich damit fertig bin, nehme ich den Teigschaber und arbeite Eischneeflocken vom Rand ein und achte darauf, dass die Masse, die sich unten in der Schüssel befindet, mit Eischnee gut vermischt ist.
Der Kuchenteig ist fertig gebacken. Damit er beim Abkühlen nicht zusammensackt, stelle ich ihn für 5 bis 10 Minuten kopfüber auf ein Kuchengitter. Nach dieser Zeit drehe ich ihn um, entferne die Stoffbänder, löse den Teig mit einem Messer vom Rand der Springform, entferne Rand und Boden sowie das Backpapier, indem ich es einrolle, wie gezeigt. Der Teig sollte jetzt möglichst schnell auskühlen, denn wir werden ihn bald weiter verarbeiten. Die Backform habe ich gespült. Der Boden wird mit einem Gefrierbeutel bedeckt und eingespannt. Backpapier oder Klarsichtfolie funktionieren nicht, da zu dünn. Darauf lege ich halbierte Erdbeeren mit der Schnittfläche nach unten. Ich fange am äußeren Rand an und arbeite mich auf die Mitte zu. Am besten nimmt man die kleineren Erdbeeren, da die sich später besser essen lassen. Die Erdbeerhälften werden mit ca. einem Drittel des Skyr bedeckt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Füllung in alle Zwischenräume fließt. Der Kuchenteig wird horizontal halbiert. Dazu lege ich hinter den Teig ein Brettchen, das mir als Führung meines langen Messers dient, damit ich ja nicht schief schneide. Die obere Hälfte des Teiges wird kopfüber auf den Skyr gelegt. Sie wird leicht angedrückt. Der kleinere Rand ringsum ist erwünscht, denn dieser wird nun mit größeren, gleich großen Erdbeeren gefüllt. Dazu werden sie halbiert und die Schnittflächen an den Rand der Form gedrückt. Sollte zu wenig Platz sein, zieht man den Teig vorsichtig zurück. Auch diese Hohlräume zwischen den Erdbeeren muss ich nun mit dem Skyr auffüllen, entweder mit einem Spritzbeutel oder ganz einfach mit einem Löffel und etwas Geduld. So hat man später einen schönen ordentlichen Rand. Die restlichen Erdbeeren werden nun in ca. halb Zentimeter große Würfel geschnitten, in den Skyr gegeben und untergerührt. Diese Mischung wird jetzt auf den Teigboden gegeben und glatt gestrichen, und zwar bis an den Rand der Springform, sodass alle Erdbeeren damit bedeckt sind und der Skyr am Rand hoch steht. Darauf wird die zweite, untere Hälfte des Teigbodens gelegt und fest angedrückt. Am besten sollte man am Außenrand etwas Skyr sehen können. Der Teig wird jetzt noch mit etwas Folie bedeckt und über Nacht in den Kühlschrank gestellt, damit die Gelatine anziehen kann. Am nächsten Tag wird die Folie entfernt und mit Hilfe eines Messers werden die Erdbeeren vom Rand gelöst. Anschließend wird ein Kuchenteller auf die Form gelegt und alles beherzt von unten nach oben gedreht. Die Springform wird geöffnet, der Boden entfernt, ebenso wie der Gefrierbeutel, und zu guter Letzt wird der Rand hochgezogen. Und da ist sie, das gute Stück. Wenn ihr darauf achtet, wird es nun wunderbar nach Erdbeeren duften. Einem exquisiten Dessert oder Nachmittagskaffee steht nichts mehr im Weg. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung Mut gemacht, es auch einmal zu probieren. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten im Kommentar und wie immer guten Appetit!